Hallo, wie geht's? Heute gibt es mal eine kurze Review zur Apple Watch SE. Ich habe mir die Apple Watch SE vor circa 6 Monaten gekauft. Das sind ja kurz davor die zwei neuen Modelle oder die aktuellen Modelle veröffentlicht wurden, die Apple Watch Serie 6 und die Apple Watch SE. Und da galt es natürlich zu entscheiden, welche soll es für mich werden. Ich hatte schon länger vor, mir eine Apple Watch zuzulegen zu meinem iPhone. Und das ist jetzt die kurze Review dazu. Ja, hier ist mal das gute Stück. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe mich ja für die Apple Watch SE entschieden. Das hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist eigentlich der Preis. Die Apple Watch SE startet bei 2,99 €, die Apple Watch Serie 6 bei 4,29 €, macht also 130 € Preisunterschied. Und ja, ich habe das kurz verglichen und wollte gucken, ob die 130 € mehr im Startpreis quasi, ob man da auch viel mehr Apple Watch quasi bekommt. Und ja, nach Durchschauen habe ich dann gemerkt, das sind Features, die jetzt für mich nicht zwingend notwendig sind, sondern das, was die Apple Watch SE aktuell an Funktionen mitbringt, das ist genau das, was ich gesucht habe und das, was ich auch brauche. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen der Serie 6 und der SE sind ja unter anderem das Always-On-Display. Das hat die natürlich dann logischerweise nicht, ist aber für mich definitiv kein Kaufargument, weil ich habe das so eingestellt, dass mit einer Armdrehung das Display angeht. Beziehungsweise kann man auch mal kurz drauf tippen und das ist für mich optisch auch kein Benefit, dass man ständig das Display sieht. Von daher, also das ist kein Grund. Und die zwei anderen Features oder Funktionen, die die Apple Watch Serie 6 noch mitbringt, das sind zum einen das Blutsauerstoffmessen, also die Blutsauerstoff-App, beziehungsweise die EKG-App. Das ist ganz nett und wenn man sie für Sport und so weiter nutzt, sicherlich auch nicht schlecht. Wobei, was ich so gelesen habe, ist das jetzt auch noch nicht so genau, beziehungsweise sind das einfach Funktionen, die ich jetzt in meinem täglichen Gebrauch einfach nicht benötige. Und die anderen Sachen, das größere Display zum Vorgängermodell, das haben beide Modelle und sonst ist prinzipiell auch alles gleich. Also es gibt die beiden Größen, 44 mm und 40 mm. Ich habe mich hier für die kleinere Variante entschieden, weil ich einfach sehr schmale oder dünne Handgelenke habe. Dann passt das einfach besser. Und die anderen Funktionen, die die Serie 6 mitbringt, sind halt quasi in der SE auch enthalten. Also der Höhenmesser, der ist permanent aktiv, die ist schwimmfest, also das sind die gleichen Eigenschaften. Und die sonstigen technischen Features sind einfach identisch und von daher sind das quasi außer die zwei Sauerstoff- und EKG-App-Geschichten, das Always-On-Display und natürlich gibt es bei der Serie 6 noch weitere Gehäusematerialien. Also hier gibt es nur Aluminium bei der SE, dort gibt es noch Titan und lass mich kurz schauen, Edelstahl. Das ist aber alles für mich nicht interessant gewesen, weil ich wollte das Aluminiummodell in dem so einem Anthrazit, das hätte ich mir auch bei der Serie 6 bestellt, also das ist dann in meinem Fall auch kein Argument gewesen und deshalb fiel die Wahl auf die SE, ist für mich Preis-Leistungssieger bei den Geschichten und hat alles, was ich brauche. Funktioniert mit meinem iPhone 12 Mini perfekt zusammen. Dazu gibt es auch ein Video, was ich vor kurzem gemacht habe, könnt ihr ja mal auf meinem Kanal schauen. Ich habe auch keine Probleme jetzt mit der Akkulaufzeit. Also ich würde, glaube ich, mit einer Akkuladung 2 Tage hinkommen. Reicht für mich völlig aus, zumal ich die Uhr sowieso jeden Abend, also ich lege die nachts ab und packe die auf die Ladestation und dann ist die am nächsten Tag wieder komplett voll und reicht vollkommen. Ich nutze die Uhr als normale Uhr natürlich. Ich habe hier das Modell mit der eSIM gewählt, dass die auch unabhängig komplett funktionsfähig ist, wenn ich das Handy mal nicht einpacke. Das wollte ich unbedingt haben.
dann kostet sie natürlich ein bisschen mehr als die 2,99 €. Ich habe den Preis jetzt aktuell da gar nicht im Kopf, könnt ihr aber irgendwo nachschauen. Und funktioniert super. Ich habe dann wie hier, wie ihr seht, noch ein anderes Band zugelegt. Das ist das Originalband, das schwarze, was war quasi bei der Uhr dabei, als ich sie mir bestellt habe. Und das ist so ein, wie sagt man da, ein Nachrüsterband. Und man muss so sagen, das funktioniert mit dem Originalband also perfekt zusammen. War für mich so ein kleiner Eyecatcher, da unterschiedliche Bandfarben links und rechts zu verwenden. Funktioniert zusammen und ist bis jetzt auch, also merke ich da nichts. Ist deutlich günstiger als ein Originalband und grau, also so ein hellgrau, gibt es original von Apple nicht. Von daher musste ich das irgendwo beim anderen Versand bestellen. Das war 123 Watches, das ist glaube ich ein niederländischer Versand, kostet 10 € plus Versand. Ich glaube, wenn man 3 verschiedene Bänder kauft, ist der Versand sogar kostenlos, also easy, könnt ihr auf jeden Fall nehmen und funktioniert auch in Kombination mit dem Apple Band. Also von daher nochmal Daumen hoch für die Apple Watch SE und das war's schon in Kürze. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt, gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar drunter. Bis bald, ciao.